Heute, da backen wir so ein leckeres Roggenmischbrot ohne Sauerteig. Hallo, ich bin Nico Stanitzo. Schön, dich zu sehen. Eigentlich wollte ich dir ja ein ganzes Brot zeigen, aber irgendwer konnte sich hier nicht beherrschen und hat ein halbes Brot aufgefuttert. Macht nichts, ich backe einfach noch mal ein neues. Für ein besonders gutes Aroma starten wir damit, einen Vorteig aus 1 Gramm Trockenhefe oder 2 Gramm frischer Hefe, 100 Gramm Wasser und 100 Gramm Weizenvollkornmehl herzustellen. Hefe, Wasser und Mehl kurz verrühren, abdecken und dann für 24 Stunden im Kühlschrank reifen lassen. In dieser langen Zeit entwickeln sich Aromastoffe, die Hefe vermehrt sich fleißig und das Brot bleibt später länger frisch, falls es jemals so alt wird. Am nächsten Tag geht es mit dem Hauptteig weiter. Dafür geben wir 300 Gramm warmes Wasser in eine Schüssel. Dann kommt der Vorteig dazu, den wir gestern hergestellt haben. ...2 Gramm Trockenhefe oder 5 Gramm frische Hefe, 280 Gramm Weizenmehl Typ 550, 150 Gramm Roggenmehl Typ 1740, 12 Gramm Salz und 10 Gramm Olivenöl. Ja, alle Zutaten zunächst verkneten, bis sie zusammenhalten. Wenn das der Fall ist, den Teig dann auf die Arbeitsfläche stürzen und für 8 Minuten kneten. Der Teig ist relativ klebrig, weswegen ich hier eine Teigkarte benutze. Nach dem Gehen, Dehnen und Falten sieht das aber schon ganz anders aus. Der Teig lässt sich danach wirklich richtig gut verarbeiten. Die Zeit hilft uns in jedem Fall, dass sich das Gluten entwickelt und sich der Teig später richtig gut formen lässt. Den Teig nach dem Kneten abdecken und 1 Stunde gehen lassen. Nach 1 Stunde dehnen und falten wir den Teig zum ersten Mal. Den Teig dafür mit etwas angefeuchteten Händen fassen, hochziehen und umklappen. Die Schüssel um 90 Grad drehen, den Teig wieder fassen, hochziehen und umklappen. Die Schüssel dann noch ein drittes Mal um 90 Grad drehen, nein, eigentlich ein zweites Mal, aber ein drittes Mal dann dehnen und falten. Den Teig abdecken und 1 Stunde gehen lassen. Anschließend dehnen und falten wir den Teig ein zweites Mal. Insgesamt müssen wir das Ganze 3 Mal machen. Den Teig wieder abdecken und 1 Stunde gehen lassen. Spätestens beim 3. Mal wirst du merken, wie viel Kraft im Teig steckt. Wenn du versuchst, den Teig zu dehnen, hebst du die ganze Schüssel mit an. Darum muss ich das jetzt auch mit einer Hand machen, um mit der anderen Hand die Schüssel festzuhalten. Den Teig dann wieder abdecken und 1 Stunde gehen lassen. Ja, als nächstes formen wir unser Brot. Dafür etwas Mehl auf die Arbeitsfläche geben und den Teig darauf stürzen. Die Hände schön melieren, sonst kleben die zu sehr am Teig, und den Teig zu einem Rechteck drücken und ziehen. Die obere Hälfte zur Mitte hin einklappen und leicht andrücken, die untere Hälfte dann darüber klappen, eventuell etwas ziehen und dann auch leicht andrücken. Das Teigstück dann um 180 Grad drehen und das Ganze nochmal wiederholen. Also erst von oben die Hälfte umklappen, etwas andrücken und dann von unten den Teig darüber klappen. Ja, jetzt müssen wir das Ganze nur noch schön rund formen und das geht am besten, wenn kein Mehl auf der Arbeitsfläche ist. Wenn du den Teig dann zu dir hinziehst, haftet er an der Arbeitsfläche und die Kugelform bildet sich fast von allein. Ja, dadurch wird dann ordentlich Spannung aufgebaut und das Brot kann später wunderbar aufgehen. Zum Gehen legen wir den Teigling umgedreht in ein Brotkörbchen mit Leinen, das ordentlich mit Mehl, besser mit Reismehl ausgestäubt wurde. Wenn du kein Brotkörbchen hast, verwende einfach eine Schüssel, lege ein Geschirrhandtuch hinein und stäube es mit ordentlich Mehl aus. Die Oberfläche vom Brot bitte auch, das hätte ich fast vergessen, denn dann klebt das Brot schön am Tuch fest. An dieser Stelle bedanke ich mich schon mal recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Wenn dir das Video gefällt, gib mir bitte einen Daumen nach oben. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonnierst, weiß ich es wirklich sehr zu schätzen, wenn du jetzt meinen Kanal abonnierst. Dankeschön!
Den Teig dann wieder für 1 Stunde gehen lassen. Den Backofen müssen wir rechtzeitig vorheizen. Ich backe, wie du wahrscheinlich schon vermutet hast, das Brot in einem gusseisernen Topf. Ich zeige aber gleich auch noch, wie man das Brot auf dem Backblech backt. Das funktioniert auch gut. Hat ja nicht jeder einen geeigneten Topf. Den Backofen mindestens 45 Minuten vorher auf 250 Grad Ober-Unterhitze vorheizen, den Topf dabei dann mit aufheizen. Das Brot auf ein Stück Backpapier stürzen und einschneiden. Den Topf dann aus dem Backofen nehmen. Vorsicht, das ist wirklich sehr, sehr heiß. Das Brot hineingleiten lassen, den Topf sofort wieder verschließen und in den Ofen stellen. Das Brot backen wir zunächst für 10 Minuten bei 250 Grad. Danach senken wir die Temperatur auf 220 Grad und backen für 20 Minuten. Dann nehmen wir den Deckel vom Topf ab und backen das Brot nochmal weitere 25 Minuten bei 220 Grad. Anschließend herausnehmen und mindestens 1 Stunde auf dem Gitter abkühlen lassen. Wenn du das Brot auf dem Backblech backen möchtest, stell zum Vorheizen eine hitzebeständige Schale, ich verwende jetzt hier eine Auflaufform, auf den Boden des Backofens und fülle sie mit ca. 1 Liter Wasser. Das Brot dann wieder auf ein Stück Backpapier stürzen, dieses Mal dann aber auf ein Backblech setzen. Das Brot dann wieder einschneiden und sofort in den Backofen schieben. Das Brot für 10 Minuten mit Dampf backen, die Schale aus dem Ofen nehmen, die Temperatur auf 220 Grad senken und das Brot in 45 Minuten fertig backen. Das Brot wird so auch super lecker, aber im Topf gebacken finde ich es noch knuspriger und es geht auch noch ein bisschen besser auf. Also, dass ich mir so einen Topf zugelegt habe, ist definitiv eine der besseren Anschaffungen. Es gibt ja so allerhand, was man sich für die Küche anschaffen kann, aber so ein gusseiserner Topf zum Brotbacken, der lohnt sich wirklich. Man kann ja schließlich auch noch drin kochen, ne? Und nicht nur Brot backen. Ich weiß nicht, an wen erinnert denn dieses Brot? An irgend so ein außerirdisches Robotergesicht. Okay, biff, biff. Was wollte ich sagen? Tschüss wollte ich sagen. Nicht, bevor ich mich recht herzlich bei dir bedankt habe, dass du eingeschaltet hast. Und ja, ich hoffe, du hast jetzt ganz große Lust, in die Küche zu gehen und auch so ein Roggenmischbrot zu backen. Das gesagt, ich brauche ein Brot. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Im nächsten Video. Da oder da. Oder da. Tschüss. Ja. Roggenmischbrot backen gehen.